Hallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Video schauen wir uns die Systemeinstellungen in Central an. Die Systemeinstellungen steuern globales Systemverhalten in Central und sind dementsprechend wichtig, um die eigenen Prozesse anzupassen. Schauen wir uns das Ganze direkt in Central an. Ich beginne auf unserer Startseite und navigiere zu den Einstellungen. Im Bereich Administration finden wir die Systemeinstellungen. In den Einstellungen gibt es viele Konfigurationsmöglichkeiten. Aus diesem Grund werde ich heute auf die wichtigsten und meistgenutzten Einstellungen eingehen. Wir beginnen im Bereich Projekt. Hier kann zur Arbeitserleichterung ein Default-Projekt für die Anlage von Artikeln, Adressen und weiteren Stammdaten hinterlegt werden. Im Bereich Artikel können wir die Suche in der Artikelübersicht erweitern oder über die beschleunigte Artikelsuche einschränken. Die Suchabfragen dauern bei vielen Parametern entsprechend länger oder laufen schneller ab, wenn wir beispielsweise nur auf die Artikelnummer und Beschreibung eingrenzen. Kommen wir zu zwei häufig genutzten Optionen. Wollen wir, dass in der Artikelübersicht die Artikelbilder angezeigt werden, setzen wir hier einen Haken. Den Artikelbaum, welcher eine Strukturierung der Artikel anhand der hierarchischen Kategorien darstellt, kann hier eingeblendet werden. Beide Optionen helfen unseren Mitarbeitern durch eine bessere Übersicht und ermöglichen eine intuitivere Navigation innerhalb der Artikelübersicht. Falls du die Central Produktion nutzt, kannst du hier weitere Einstellungen treffen, um deine Produktionsprozesse anzupassen. Wenn der Einkauf oder Retouren über Central abgebildet wird, macht es Sinn, einen Blick auf die Optionen im Bereich Wareneingang zu werfen. Mit der großen Paketannahme kann der Wareneingang weitergehend gesteuert werden. So kann eine Waage genutzt oder via Kamera Fotos hinterlegt werden. Im Bereich Drucker können wir unsere Standarddrucker für den Druck von Dokumenten und Versandlabeln hinterlegen. Diese Einstellung kann jedoch in den Projekten und in den Benutzersettings übersteuert werden, um beispielsweise unterschiedliche Packstationen abzubilden. Unter Sonstiges können wir zum Beispiel steuern, wie viele Einträge uns in unseren Tabellenansichten default angezeigt werden. Im Standard sind es 10 Einträge, dies kann jedoch hier erweitert werden. Aktivieren wir die erweiterte Adresssuche, können wir ebenfalls nach den Freifeldern 1 und 2 aus der Adresse suchen. Im Bereich Belege gibt es einige relevante Anpassungsmöglichkeiten. Hier sollte individuell geprüft werden, welche Konfiguration für den Central Use Case benötigt wird. Im B2C-Kontext ist oft ein schnelles Handling gefragt, weshalb Belege in der Regel ohne Zwischentabelle angelegt werden sollen. Im B2B-Kontext sollten Aufträge und Angebote vor der Freigabe und dem Erhalt einer entsprechenden Auftrags- bzw. Angebotsnummer jedoch häufig nochmal überprüft werden. Dementsprechend nehmen wir den Haken bei der Schnellanlage und der Freigabe mit einem Klick raus. Die weiteren Optionen im Bereich Belege sollten individuell geprüft werden. Häufig wollen Central-Benutzer jedoch auf ihren Belegen das MAD, die Charge oder die Seriennummer andrucken. Weiterhin kannst du auswählen, ob und auf welchen Belegen du das Artikelbild drucken möchtest. Bei den Zusatzfeldern kannst du dir weitere Felder in den entsprechenden Übersichten anzeigen lassen. Häufig genutzt werden hier beispielsweise beim Artikel der Verkaufspreis, der Lagerbestand und der Zulauf des Artikels. Besonders hilfreich ist die Auswahl Internet bei der Auftragstabelle. Das Feld Internet beinhaltet die Auftragsnummer aus dem Webshop, was eine Kommunikation mit dem Kunden erleichtert und so entsprechende Aufträge in Central auch schnell auffindbar macht. Sollte die Zeiterfassung genutzt werden, können an dieser Stelle weitere Einstellungen getroffen werden. Im Bereich Auftragsampeln ausblenden können wir einzelne Symbole, welche im Daily Business nicht benötigt werden, ausblenden lassen, um die Auftragsampel übersichtlicher zu machen. Sollten wir häufig manuell neue Kundenadressen anlegen, können wir hier eine Adresse als Referenz hinterlegen, sodass wir uns die Arbeit erleichtern und viele Informationen bereits vorausgefüllt sind. Die restlichen Einstellungen sind eher technischer Natur und können im Central-Handbuch detailliert nachgelesen werden. Sollte mit dem Autoversand oder dem Autoversand Plus gearbeitet werden, ist folgende Information noch interessant. Die Begrenzung des Autoversands gibt an, wie viele Belege im Standard in den Autoversand übergeben werden. Das sind 100 Stück. Sollte die Logistik mehr oder weniger Belege im Standard gleichzeitig bearbeiten können, kann das hier angepasst werden. Das war es auch schon mit dem heutigen Video zu den Systemeinstellungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Central-Einrichtung.